2:0 gewonnen gegen Espanyol Barcelona. Ja, es geht zwar um nichts mehr, aber ein, sage ich mal, gutes Spiel. Wann habe ich das letzte Mal gesagt? Außer gegen Bayern. Aber in der Liga ist es lange her. Wir haben 2:0 gewonnen. Eigentlich war, sage ich mal, das Spiel die ganzen 95 Minuten eigentlich nie gefährdet. Und Vini Junior, ja, hat ein sehr gutes Spiel gemacht, wurde MVP mit 2 Treffern, ja. Es gibt eigentlich, was soll ich sagen, es gibt gar nicht so viel zu erzählen mehr. Die Saison ist abgehakt. Wir kommen gleich noch mal zu, ja, Eminem, Mastantuono. Da möchte ich auch noch mal was zu sagen. Der hat zwar nicht, komplett durchgespielt, aber ja, wir kommen da gleich noch mal zu. Erst mal zum Spiel, 67 Ballbesitz, wenn ich mich nicht ganz täusche. Trotzdem hatte Espanyol Barcelona, ja, viele Torschüsse. Zwar nicht wirklich welche aufs Tor, so richtig, aber ja. Und im Endeffekt hat die Mannschaft jetzt seit 17 Spielen, wenn ich mich nicht ganz täusche, nicht mehr gewonnen. Also, vor Weihnachten haben sie das letzte Mal gewonnen. Das ist schon ja, das ist schon heftig. Und, was ich richtig cool fand, dass der habt ihr gesehen beim zweiten Tor von Vinny, was ein richtig, cooler Treffer auch von Bellingham vorbereitet, richtig gut war, dass sogar ein Espanyol-Fan ja, geklatscht hat, fand ich richtig nett, cool, war auch 'n schönes Ding, ne, muss man sagen, aber auch von Bellingham, gut, sage ich mal, rausgespielt oder 'n schöner Pass mit 'nem Hackentrick. Im Endeffekt, wenn wir jetzt alle Spieler durchgehen, ja, waren alle soweit gut. Mendy, was soll ich dazu sagen, auch wieder verletzt, aber das ist auch so 'n Kandidat, wo ich sage, der kann eigentlich auch verkauft werden. Das bringt alles nicht. Es gibt zu viele Kandidaten und, ja, im Endeffekt so wie Mastantuono auch und, was war das wieder? Ein so schöner Pass von Bellingham, glaube ich, auch auf Mastantuono und was für 'ne Ballannahme. Was für eine schlechte Ballannahme. Also, im Endeffekt zeigt mir das immer wieder, ja, der ist jung und ja, er spielt nicht so oft, aber das hat Endrick auch nicht wirklich und was Endrick kann, wissen wir und, Mastantuono ist einfach ob jung oder Talent hin oder her, ich finde einfach für uns bei uns ist das einfach ein Fehleinkauf überhaupt. Ich würde ihn also Endrick kommt ja definitiv zurück und ich gehe einfach also man sollte ihn ausleihen. So, Real wird ihn nicht verkaufen, aber wir sollten ihn auch mal ausleihen, weil er gehört einfach aktuell nicht in unser Kader und es bringt auch nichts, weil wer so eine ich meine, ob man nun also großes Talent hin oder her, aber wenn man, sage ich mal, so einen Pass bekommt und so eine schlechte Ballannahme ich meine, ich bitte euch, ich meine, ich will nicht auf den Jungen immer raufhauen, aber es ist schlecht. Jedes Mal der Junge spielt doch nicht so oft. Ja, das spielen andere auch nicht, aber 'n bisschen Ballgefühl und so. Ich meine, wo ist da das Talent? Hat er's verloren? Es ist wirklich schlecht. Ist wirklich schlecht. Mir fällt auch nichts anderes ein dazu. Ja, aber vom Schlechten, sage ich mal, kommen wir mal zu Vinny, MVP geworden, ist zwar gleich vom Platz gegangen. Hat ihn nicht so wirklich interessiert. Das ist auch so 'n bisschen ich finde das so bei uns oder in Spanien so 'n bisschen in der Bundesliga sieht man das mehr. Man geht doch irgendwie auch mal zu den Fans, die mitgereist sind. Ich finde das alles nicht gut. Ich meine, die in Spanien verdient man noch 'n bisschen weniger Geld und, die reisen dort mit hin und dann gleich immer in obwohl man gewonnen hat. Es wäre jetzt auch nicht Wildes passiert, aber ich sage mal, dann gleich in die Kabine zu gehen, finde ich einfach nicht gut. Aber er möchte am meisten verdienen, bla 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 bla. Und ja, gut, er hat 'n gutes Spiel gemacht, war wirklich gut, ne? Also wirklich, hat sich bemüht, Pässe und dann auch die Tore, war gut oder sehr gut meinetwegen auch, ne? Wurde auch, glaube ich, mit 8,6 bewertet. Anfang hat mich das so wieder bisschen gestört. Er hat wieder zu viel gemeckert, gefordert, allerdings auch 'n bisschen zu Recht, weil, ja, Espanyol Barcelona, man hat oder man konnte sehen, in welche Richtung das geht, was sie vorhatten, Vinny richtig auf die Eier zu gehen. Das hat man gesehen. Aber, ja, was soll ich sagen? Es war 'n gutes Spiel von allen soweit. Ich muss außer von Mastantuono, aber ich muss dazu sagen, wie soll das denn weitergehen? Ja, guck mal, jetzt ist Mbappé hat nicht gespielt und wir haben gewonnen und wir haben ein gutes Spiel gemacht.
nicht es soll jetzt nicht heißen, nicht falsch verstehen, dass ich gegen Mbappé schieße, weil ganz ehrlich, ja, ich weiß dieses Thema und man hat das ja auch in Paris gesehen. Paris ist 'n Champions-League-Sieger geworden, Mbappé ist weg und Paris wird Champions-League-Sieger und sie stehen jetzt wieder im Halbfinale, egal ob sie jetzt ins Finale kommen oder nicht. Wir gewinnen alles oder beziehungsweise Vinny gewinnt alles, Mbappé kommt und wir gewinnen nichts. So, irgendwie ist es schon komisch, aber der Junge schießt trotzdem seine Tore. Es liegt ja auch nicht an Mbappé nur. Nur ist es nur komisch, dass wir also die Mannschaftsleistung, abgesehen mal von der Champions League gegen Bayern oder überhaupt in der Champions League, ist es schon komisch, dass es, sage ich mal, irgendwie es sieht manchmal befreiter aus. Tatsächlich auch ohne Arda Güler. Da jetzt nicht falsch verstehen, Arda Güler, der sieht ja natürlich besser aus, wenn er noch mitspielt, aber, das war jetzt nur Mbappé spielt nicht mit und es wundert mich, dass es obwohl Arda Güler auch verletzt ist, befreiter ausschaut, ne? Und daran seht ihr, dass irgendwie die Leute also, es ist ja gar nicht Mbappés Schuld, aber irgendwas, haben die Mitspieler 'n Problem mit diese Fun-Videos, die über Mbappé da mit als General und so. Es ist ja schon amüsant. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum das alles immer so kommt und also, mir fehlen eigentlich immer die Worte. Ich will auch nicht so viel auf Mbappé rumschimpfen, weil Vinny ist jetzt auch nicht unbedingt immer der also, wenn Mbappé allein spielt, sieht's auch anders aus, als wenn Vinny nicht dabei ist. Wisst ihr, irgendwie das Problem ist, dann kommen wir zu diesem Punkt, die harmonieren nicht. Aber wenn wir darauf spekulieren, einer wird verkauft, das wird nicht passieren. Es wird einfach nicht passieren. Und meine Angst ist einfach jetzt schaue ich schon wieder 'n bisschen voraus, aber das habe ich schon so oft erwähnt, es wird ja nicht besser werden in Zukunft, wenn beide werden ja aufm Platz stehen. Und solange wir keinen Mittelstürmer oder einen Stoßstürmer, wie auch immer, wie ich das ein Haaland zum Beispiel und rechts auch gut, da wird jetzt Endrick kommen wahrscheinlich oder keine Ahnung, wie er ich weiß ja nicht, welcher Trainer nun kommt. Muss man dann natürlich drüber diskutieren, wie er spielt. Ich weiß das alles nicht, wie das, enden soll, ne? Ich schweife jetzt von den Spielen 'n bisschen ab, aber es wird immer wieder dieses Thema kommen, wenn die nicht zusammenspielen, dann sieht alles anders aus. Also, es ist nicht nur, weil Mbappé nicht mitspielt, dass die Mannschaft funktioniert, es ist auch andersrum. Weil so wenn die beiden nicht zusammen aufm Feld stehen, dann das ist ganz selten, dass das funktioniert oder harmoniert richtig. Ich meine, ich habe 'n Kumpel das schon mal gesagt, ich könnte jetzt auch wir holen Ronaldo zurück, also Cristiano Ronaldo, und wir holen Benzema zurück. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass das viel besser jetzt in dem Alter von den beiden immer noch funktionieren wird als Vinny und Mbappé. Und zu spekulieren, ja, das wird ein zweimal oder 5 Spiele meinetwegen oder meinetwegen auch 8 Spiele funktionieren, das kann man auch nicht an Peres Stelle. Man muss überlegen, wie geht man in die Zukunft, weil noch oder die dritte titellose Saison, das kann nicht der Anspruch von Real Madrid sein und dementsprechend schwierig, na ja gut, dann hat man was zu diskutieren. Ich bin schon so gespannt bei jeder Transfer, jeder Abgang und vor allen Dingen, welcher Trainer kommt. Das ist erst mal wichtig zu wissen irgendwann, welcher Trainer kommt, damit man überhaupt mal gucken gut, die spielen auch alle anders. Ein Mourinho spielt nicht mehr so wie früher. Ich kann euch also viele Fans sagen, die das nicht gut finden werden, wenn er wiederkommt. Allerdings hat er auch, aber wie gesagt, ist ja schon lange her, den besten Punkteschnitt. Also, viele gehen davon aus, dass es wahrscheinlich Mourinho wird, weil Perez ihn noch haben möchte. Mit Klopp ich würde Klopp bevorzugen. Toni Kroos kommt eventuell auch zurück. Natürlich nicht auf die Bank, aber es würde alles so harmonieren und passen vielleicht, wenn die beiden Deutschen das machen und vielleicht auch, ne? Gut, unter Mourinho kann ein Bellingham, ein Mbappé und ein Vinny auch nicht den Dicken machen und das würde ich weiß es nicht. Es ist ganz schwer, was da in Zukunft passiert. Na ja, das ist wieder das Thema, aber ich schweife immer wieder ab, egal welches Spiel ist. Ich bin nur froh, wenn die Saison bald zu Ende ist, aber es kommen noch ein paar Spiele und nächsten Sonntag gegen Barcelona. Und wenn sie uns schlagen, sind sie definitiv Meister. Heute wurde das verschoben oder wenn ihr das Video seht, gestern, weil wir gewonnen haben. Aber, ja, ich weiß nicht, am besten wäre natürlich cool, wenn wir gegen Barca noch mal gewinnen. Wenigstens, ne, und 'n richtig gutes Spiel machen und nicht untergehen. Das wäre natürlich nicht so, schön, aber im Endeffekt ja, wir haben heute gehen wir noch mal auf das heutige Spiel. Wir haben 'n gutes Spiel gemacht.
aber die Mannschaft hat doch 17 Mal, also der Gegner hat doch 17 Mal nicht gewonnen, seit oder vor Weihnachten. So, also, ja. Trotzdem, spielerisch hat das vernünftig ausgesehen. Natürlich noch lange nicht, wie eigentlich Real Madrid spielen sollte, aber es war spielerisch in Ordnung. Also, mehr kann ich da eigentlich nicht zu sagen. Das kann man eigentlich so stehen lassen und dementsprechend sage ich mal, Hala Madrid auf den Sieg. Wie gesagt, ich möchte, dass die Saison einfach entspannt zu Ende geht. Deswegen hoffe ich auch gegen Barca eigentlich 'n Sieg. Aber na ja, wir gucken mal. Und dementsprechend, ja, folgt mir, wenn ihr's noch nicht gemacht habt, damit wir auf die 4.000 Follower gehen. Schön, dass ihr dabei seid und schreibt in die Kommentare, was ihr von diesem heutigen Spiel, ja, wie ihr das so gesehen habt und ob ihr ja meine Meinung seid oder vielleicht auch andere Meinung, ne? Das ist könnt ihr gerne reinhauen und dann würde ich sagen, Hala Madrid und bis zum nächsten Mal.